Hey liebe Zuschauer, vor kurzem habe ich euch ja die Campingleuchte CL20 von Phoenix vorgestellt und heute habe ich euch mitgebracht die CL25R von Phoenix. Ist erst seit kurzem erhältlich und ich muss sagen, auch wenn ich sie erst seit 2 bis 3 Wochen habe, gefällt sie mir schon richtig gut. Mehr dazu jetzt im Video, viel Spaß! Die CL25R ist eine All-Season Campingleuchte, die ein diffuses, streuendes Licht macht. Durch die Maximalleistung von 350 Lumen eignet sie sich sehr gut zum Ausleuchten größerer Plätze oder Camps. Wie der kleine Vorgänger könnt ihr die Leuchte entweder ganz normal hinstellen oder über den Haltebügel im oberen Teil aufhängen, zum Beispiel im Inneren eines Zelts oder einfach an einem Ast. In Kombination mit einem Gear-Tie konnte ich die Leuchte fast überall anbringen. Im Bodenstück befindet sich noch ein starker Magnet, mit dem ihr die Leuchte auch an magnetischen Oberflächen befestigen könnt. Perfekt für den Reifenwechsel in der Dunkelheit oder bei ähnlichen Situationen. Ein weiteres Feature ist das 1/4 Zoll Gewinde im Magnetfuß. Damit könnt ihr die Leuchte mit einem kleinen oder großen Stativ in die Höhe bringen, um noch besser auszuleuchten. Der Magnetfuß ist gleichzeitig auch der Verschluss des Batteriefachs, der übrigens aus sehr hochwertigem Edelstahl gefertigt ist. Nach dem Aufschrauben könnt ihr die Leuchte entweder mit dem mitgelieferten 18650er Akku mit 2300 mAh betreiben oder aber auch mit zwei CR123A Batterien. Ein Schutz gegen falsch herum eingelegte Zellen ist auch vorhanden. Ich betreibe die Leuchte hier mit einem Phoenix ARB L2S Akku mit 3400 mAh, der die Brenndauer deutlich erhöht. Aber auch die Leistung mit dem mitgelieferten Akku oder CR123A Batterien kann sich sehen lassen. Die Angaben zur Brenndauer findet ihr nochmal unten in der Beschreibung. Kommen wir zu einem weiteren Feature, dem kältebeständigen Design im Inneren des Batteriefachs, das es ermöglicht, die Leuchte auch bei bis zu -40 Grad einzusetzen. Außerdem erhöht es auch noch die Brenndauer und die Leistung bei niedrigen Temperaturen, wie ihr hier auf der Grafik erkennen könnt. Aber nicht nur vor Kälte ist die Leuchte geschützt, sondern durch den IPX6 Standard auch vor starkem Strahlwasser und Staub. Längeres Untertauchen im Wasser sollte allerdings vermieden werden. Auch kleinere Stürze aus 1,5 Metern Höhe steckt die Leuchte ohne Probleme weg. Nach ca. 100 Teststürzen hatte ich nur ein paar Kratzer und kleinere Dellen an den Kanten. Der Elektronik hat es absolut nichts ausgemacht. Die CL25R besteht aus hochwertigem Kunststoff und einem hochtransparenten Diffusor. Aus Metall ist nur das Batteriefach mit Bodenstück und die Aufhängeöse. Das Äußere ist recht einfach gehalten. Oben findet ihr den Bedienknopf, der übrigens im Dunkeln leuchtet, und daneben unter der Gummiabdeckung den Micro-USB-Anschluss zum Laden des Akkus. Für den IPX6 Standard sollte die Abdeckung natürlich immer geschlossen sein. Vorne findet ihr noch den Phoenix-Schriftzug und auf der anderen Seite die Modellbezeichnung. Schauen wir uns jetzt mal das Licht an. Die CL25R hat 12 neutralweiße LEDs und 6 rote LEDs verbaut, die eine Lebensdauer von 50.000 Stunden haben. Über den Bedienknopf wird die Leuchte mit kurzem Gedrückthalten ein- und ausgeschaltet. Dabei merkt sich die Memory-Funktion die letzte Helligkeitsstufe und startet beim Einschalten auch wieder mit dieser. Dazu gleich mehr. Ich starte mit dem Dunkelmodus und 0,8 Lumen. Mit einem Klick weiter kommen wir zum mittleren Modus mit 50 Lumen. Dann der helle Modus mit 200 Lumen und schließlich der hellste Modus, der Turbo-Modus mit 350 Lumen. Nach 10 Minuten schaltet die Leuchte automatisch von Turbo auf High, um vor Überhitzung zu schützen. Ist die Leuchte allerdings nicht heiß, könnt ihr danach ohne Probleme wieder in den Turbo-Modus schalten. Mit Doppelklick gelangt ihr zum Rotlicht mit 1,5 Lumen und einen Klick weiter zum Positionslicht ebenfalls mit 1,5 Lumen. Der Rotlichtmodus eignet sich gut als kleines Warnlicht oder einfach zum unauffälligen Ausleuchten. Mit erneuten Doppelklick gelangt ihr zurück zum Weißlicht. Hier gibt es die schon erwähnte Memory-Funktion. Wenn ihr also zum Beispiel den hellen Modus gewählt habt und die Leuchte in diesem Modus ausschaltet, so startet sie auch wieder mit diesem. Beim Rotlicht funktioniert das nicht. Somit könnt ihr die Leuchte leider nicht im Rotlichtmodus starten. Schauen wir uns jetzt mal die Lade- und Warnfunktion an. Die Phoenix CL25R besitzt ein visuelles Warnsystem, das euch bei niedriger Stromspannung mit einem roten Blinken warnt und euch daran erinnert, den Akku bzw. die Batterien zu wechseln. Außerdem werden bei zunehmend schwacher Stromspannung die helleren Modis bis zum Low-Modus deaktiviert. Laden könnt ihr die Leuchte dann entweder mit einem Adapter über die Steckdose oder aber auch unterwegs mit einer Powerbank oder ähnlichem. Die Akkustandanzeige signalisiert euch dann mit roten Dauerleuchten, dass der Akku geladen wird und wechselt dann zu grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
das bei einem leeren Akku ca. 2,5 Stunden dauert. Gegen Überladung und Tiefenentladung ist die Phoenix CL25R ebenfalls geschützt. Ein weiteres Feature ist die Nutzung der Leuchte ohne Batterie bzw. Akku an einer Steckdose oder einem Akku-Pack. Dort habt ihr die Möglichkeit, die Leuchte entweder im mittleren Modus, im Dunkelmodus, aber auch im Rotlichtmodus zu betreiben. Das Einschalten der Leuchte während dem Aufladen des Akkus wird übrigens nicht empfohlen. Zum Abschluss noch die Maße und der Lieferumfang. Die CL25R ist 9,9 cm hoch, hat einen Durchmesser von 5,2 cm und wiegt ohne Akku 130 Gramm. Dazu kann man dann nochmal 50 Gramm für den Akku rechnen. Im Lieferumfang enthalten ist noch ein Ersatz-O-Ring, das Micro-USB-Kabel, der 18650er Akku mit 2300 mAh sowie eine Anleitung, allerdings nicht in Deutsch. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ja, da bin ich wieder. Mir gefällt die CL25R sehr gut. Das Design gefällt mir noch besser als beim Vorgänger. Und mit den 350 Lumen hat Phoenix auch alles richtig gemacht. Man kann ordentlich was damit ausleuchten oder im Moonlight-Modus im Zelt für angenehmes Licht sorgen. Auch die Verarbeitungsqualität ist wie immer sehr gut und die Bedienung ist auch einfach. Auch gut gefallen hat mir die Idee mit dem Stativgewinde und der leuchtende Bedienknopf. Bei den negativen Punkten habe ich ein leichtes Summen in den helleren Modis. Mich persönlich hat es jetzt nicht so gestört, weil die Umgebungsgeräusche meistens lauter waren. Ich wollte es nur erwähnt haben für diejenigen, die sowas stört. Ansonsten noch wie beim Vorgänger auch der fehlende Memory-Modus im Rotlicht. Ja, das war es eigentlich schon. Von mir auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Wer den Flashlight-Shop noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Da gibt es die CL25R auch noch in Olivgrün und natürlich noch andere interessante Sachen. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alles Wichtige und Links findet ihr unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!